Ja, cool. Ich glaube, den behalte ich auch. Hm. Wofür wollte ich das nochmal vorhin eigentlich erhöhen? Für welche Probe? Ich hab's vergessen. Egal. Wir werden schon noch eine passende Möglichkeit finden, um den Punkt zu investieren. Okay. Ich will hier raus. Oh, die war sehr nett. Kann man noch mal den Boxsack untersuchen? Nein. So, jetzt können wir vielleicht noch mal erzählen, dass es kein gruseliges Wesen ist. What have you found? And also, do buy the books. There may be teachings in them. Ich habe mit dem Wesen gesprochen, von dem Sie mir erzählt hatten. Sie heißt Nia und ist eine Würfelmacherin. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. Sie ist weder eine Hexe noch ein böswilliges Wesen. Sie ist eine Geschäftsfrau, genau wie Sie. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Sie ist verblüfft. Before you say anything, ask yourself, is the woman really able to withstand the truth? She's squeezing on the pendant too tight. A drop of blood in her palm. Gott. Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. You've come this far, you know how to end it. There is an entity behind the entity. Okay, lass uns überlegen. Also sie will schon eine Antwort haben, aber vielleicht hält sie die Wahrheit nicht aus. Sie hat gesagt, dass es nur am Kapitalismus liege. Insolvenzen seien eine Nebenwirkung unseres Wirtschaftssystems. Wait, what? The entire economic system is cursed? Oh Gott. This woman's not healthy enough to withstand this level of stress. Oh Gott. Ja, was sagen wir denn jetzt? Leider kann Ihnen nur eine Weltrevolution helfen. Another revolution? Sie betrachtet den Anhänger in ihren zitternden Händen und fasst sich wieder. I understand what's going on here. You went in there, rummaged around, and accomplished nothing. And now you're telling me these intellectual things to cover up for it. Ja, wenn du dir das so erklären willst. It's okay. You don't have to. I was wrong to trust another person. I will manage this psychic calamity as I always have. Alone. As she has to, every day. Maybe you were wrong. She's endured for at least 4 decades in this world. Thank you for nothing. Please, Okay. do buy some books, or be on your way. Sagt sie abschließend und verbirgt den Anhänger in ihrer Bluse. Wow. Total psychic collapse between you two right now. Ja. I am sorry we had to disappoint you, ma'am. Can we go now? Ja, wir gehen.
Aber wir haben trotzdem die Erfahrungspunkte bekommen. Cool. Wir gehen. So, Moment, einmal weg mit der Taschenlampe. Hier irgendwelche Flaschen. Mülleimer. Ja. Hier muss ich auch gleich mal durchgucken. Das ist ein Rückweg, denke ich mal. Was war eigentlich jetzt hier nochmal? Ach ja, stimmt, okay. Müssen wir auch noch hin. Hier war die alte Frau, die uns nicht reinlässt, richtig? Oben ist auch noch ein Bereich. Magnesium. Anleger für Anwohner der Rue de Saint-Ghislain 33a. Dein Zimmer im Whirling ist nicht viel größer als diese Schaluppe. Ja. Schatten auf dem Wasser, grüne Pflanzen unter der ruhigen Oberfläche. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Sie streckt zur Begrüßung die Hand aus. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Sie tritt näher heran und streckt euch über die Reling die Hand entgegen. Ja, ich schüttel ihr die Hand. I'm glad to see you here. Ihr Händedruck ist fest und kalt. Like steel, there is strength there. If she wanted, she could sink her nails deep into your skin. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. It's hard to get a read on her precise disposition, but she appears helpful. Sie sind an Bord eines Bootes. Why, yes I am. Sie blickt auf das Deck unter ihren Füßen. Über ihren Kopf flattern grün-weiße Segel. Man sieht nicht viele Leute auf Booten, oder? Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Was meinen Sie mit Archipel? I mean, we are on Le Caillou, are we not? Hebt eine Augenbraue. Oh Gott, nee, jetzt wäre einfach nur peinlich, da weiter zu fragen. Wie dem auch sei, ich habe hier sonst niemanden mit einem Boot herumsegeln sehen. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kenema motor carriage either. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. It's for crossing long distances in a greater Ravachol industrial harbor. It's not a toy.
Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. She's having a good time arguing against the law. Too good, perhaps. Oh je. Hat es einen Namen? The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. The word it feels strange. Such a beautiful boat deserves a proper name. A breeze ripples through the sails and tugs at your hair. Below, the sleek, fish-like shape of the hull parts the water. Beneath that, a resounding darkness. You're reminded of something. Or someone. Cool, aber ihr Boot braucht wirklich einen Namen. Okay. How about Cordelati 19? Why? Ja, 15, 19, das gleiche. Sie klopft gegen die Seite des Bootes und entlockt ihm damit ein hohles Geräusch. Because it was manufactured in Revachol East by a company called Cordelati, and its hull is 19 paces long. Wie wäre es mit Dolores? Why Dolores? Ich mag den Namen einfach aus irgendeinem Grund. Well, it means nothing to me. I think I'll stick with the factory name. But thank you for the suggestion. Na gut. Okay, aber was für ein Bootstyp ist es? It's a pleasure craft. A 19-pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing. Though these days I mainly use it for business. Wie gefällt es Ihnen? My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. Aha, ja doch ein Name. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Okay, Kim. I really do, the lieutenant thinks. Is she thrown off yet? He's looking at the woman, assessing her. Haben Sie einen Führerschein für dieses Boot? Ach stimmt, wir wollten Sie ja auch ein bisschen aus der Ruhe bringen und verwirren. Das habe ich komplett vergessen. Dann hätte ich vielleicht noch mehr sagen sollen vorhin. Könnte ich natürlich immer noch Of machen, course there ne? are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Moment, wir befinden uns auf einem Archipel. Yes, we are. We are on Le Caillou. Caillou, ich dachte, wir wären in Revachol. We are. And the city of Revachol is on the island of Le Caillou. Okay, She nods attentively. vielleicht haben wir sie noch ein bisschen verwirrt. Haben Sie einen Führerschein für dieses Boot? Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. The crowns of her teeth are porcelain, white as the boat's hull as she smiles. Qualified pleasure craft operator. So charming. Where's the damn license? Können Sie mir bitte Ihren Führerschein zeigen? I just renewed its safety inspection last month, officers. It is completely seaworthy. In fact, it's taken part in not one, but two insulindic regattas. Even finished once. Was ist bei der anderen Regatta passiert? The other time, I would have finished the race were it not for an urgent work matter, much like the one I'm on now. Ich muss trotzdem darauf bestehen, dass Sie mir einen Führerschein zeigen. Actually, you don't. Ach Kim, ich will Sie verwirren. Bin mir ziemlich sicher, dass ich das muss. Ich führe eine Kontrolle durch. Oder? It is a little known fact among those who police that the Wayfarer Act specifically denies the RCM the authority to demand anyone's operator license. Ach, verdammt. Also ist es uns nicht gestattet, einfache Zivilpersonen anzuhalten und ihre Papiere zu verlangen? Das ist schwach. Unless it's their passport. No. Do you want to ask for the lady's passport? You need to save face if you want her respect. Demand that passport. Ja, zeigen Sie mir bitte Ihren Pass. Of course. Sie kramt in den Taschen ihres Regenmantels und zieht einen Dokumentenbündel in einem verschlossenen Plastikbeutel hervor. Ich sehe mir den Pass an. The woman is silent, smiling while the waves lap against the hull. In your hand, under the plastic, a light blue passport saying, Republic of Vespa. The coat of arms has a lion and an ostrich. Seagent. Ich sehe mir die Seite mit dem Foto an.
The woman, born in the year 3 in the commune of Revachol, smiles at you, face adorned with frown lines and crow's feet. The photo is recent. The name reads, Rejoice Leighton Messier. Sie heißen Rejoice? Yes, but please don't call me that. Warum? Joyce is much more efficient. She doesn't like it. Probably a bad memory. Mean girls at school or some ancient lover. Sie kommen aus Vespa. My husband is. I have dual citizenship. A Vespertine is handier when traveling. Scheint alles in Ordnung zu sein. She nods and returns the plastic bag to her coat. Ich glaube, ich weiß jetzt über das Boot Bescheid. Good. Sie nimmt einen kleinen Schluck aus ihrem Thermobecher. Erzählen Sie mir von Wild Pines. Womit verdienen Sie Ihr Geld? What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Okay, womit verdient das Unternehmen sein Geld? The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. Wie viel Geld hat Wild Pines? I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company booked more than 20 billion real in revenue. A billion? Was genau ist eine Milliarde? It's a number, officer. A big one. Woraus besteht sie? It's made of 1,000 millions. A million is made of 1,000 thousands. Wow. 20 billion is a large number, but the conglomerate employs 72,000 people. They all need to be paid. Then there are capital improvements, interest payments. Eine Welle trifft die Schaluppe und sie hält sich am Hauptstag? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Hauptstag fest, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. A conglomerate the size of the Wild Pines is like a shark. If it stops moving, it will die. Then what becomes of those 72,000 families? It's a tremendous responsibility. Woher hat Wild Pines denn all diese Milliarden? They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Isolas 250 years ago, when pine ships explored the South Seminese and charted Lomantang on behalf of the suzerain. Centuries of care, deliberation, and madness have gone into this endeavor. Vessels pass through the great unrest to re-emerge with apricots in tow. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. Was hat ein so großes System mit einem Ort wie diesem vor? You mean aside from being the terminal's legal owners, who are responsible for moving 8% of the world's cargo? Sie bewegen gar nichts. Die Arbeiter tun das. Ohne sie ist das Unternehmen nichts, We built this district. sagt sie ruhig. All the best parts of it. Rue de Saint-Ghislain, with its bastions. The plazas Meteor and Mosaic. Even some of the old street lamps have been put back thanks to the investments from the WP. Sie zeigt hinter dich, wo sich der Hafendamm erhebt. Before Martinez was swallowed by the industrial harbour, even before it was part of Revachol, long before Terminal B was erected here, the Pines built it as a resort for its Revacholian employees. A company getaway, for a weekend or a summer holiday. Then came the revolution. But that's another matter. I'm here to make sure the Pines can fulfill their responsibilities to the place they built. With your help, hopefully, says her warm tone.